Realität erschaffen durch Gedanken. Das ist heute unser Thema. Herzlich willkommen bei den Matrixern mit Jonathan und der Shiva. Ja, Interpretationen erschaffen unsere Realität. Das wird nun heute unser Thema sein. Wie wir finden, wie immer, ein sehr spannendes Thema. Denn auch das ist Teil oder sogar Hauptteil, der unsere Matrix sozusagen ausmacht, indem wir unsere Matrix, unsere Welt um uns herum erschaffen. Und zwar mit unseren Glaubenssätzen und unseren Interpretationen, was die Handlungen, Aussagen anderer Menschen betrifft und was im Außen geschieht. Unsere Interpretationen erschaffen unsere Realität, unsere eigene persönliche Matrix. Ja, wie wird unsere Realität erschaffen? Da unterteilen wir heute in 4 Punkte: Realitätsaufbau, Realitätsstärkung, Realitätserschaffung und die Realitätsveränderung, also die Alternation oder den Wechsel zwischen den Realitäten. Das sind unsere 4 Punkte heute, die wir nacheinander abarbeiten. Die persönliche Realität wird erschaffen durch Glaubenssätze, Glaubensannahmen, Meinungen, Interpretationen und Überzeugungen. Der Verstand wird eine interpretierte Situation abspeichern und daraufhin eben ist er der Beweisführer dieser Handlung. Das heißt, der Verstand wird danach den Filter benutzen, um die Realität so zu interpretieren, wie sie den vorherigen Interpretationen auch zugehörig sind. Genau, das bedeutet, eigentlich erschafft deine Vergangenheit deine jetzige Realität. Du hast irgendwann mal durch deine Eltern, Erziehung, Schule, Beruf Glaubenssätze angenommen. Sowas wie, ja, Geld stinkt oder Geld ist schmutzig. Und irgendwann, wenn ein Glaubenssatz nur oft genug wiederholt wird, von allen möglichen Seiten, wird daraus eine Überzeugung. Und irgendwann hast du die Überzeugung, ja, Geld ist nicht gut, Geld kann niemals gut sein, Geld ist was Schlechtes. Und diese Überzeugung ist dann so tief in dir verankert, dass deine ganze Realität auf dieser Glaubensannahme eben basiert, dass Geld schlecht ist. Und du wirst in deinem Leben dann immer zum Beispiel Mühe damit haben, Geld zu verdienen, einen guten Job zu finden, dir was Schönes aufzubauen. Nur weil dir ständig gesagt wurde oder weil deine Eltern vielleicht arm waren und gesagt haben, ja, Geld ist schlecht oder Geld muss man sich hart verdienen. Und genau, das wäre ein einfaches Beispiel, wie man eine Realität erschafft, indem man sie eben immer wieder wiederholt und der Verstand eben diesen Filter benutzt, um deine Jetzt-Realität immer wieder zu erschaffen, neu zu erschaffen aus der Vergangenheit, was du eben gelernt hast. Und in diesem Hinblick haben wir ein kleines Intro für euch vorbereitet. Ah ja, genau. Da könnt ihr dann vielleicht mal eine Ahnung bekommen, worüber es heute in unserem Video geht. Du, Jonathan, wieso sitzen eigentlich die ganzen Vögel auf der Stromleitung? Das sind WLAN-Vögel. Was sind denn WLAN-Vögel? Die sitzen auf der Stromleitung, damit sie sich aufladen können. Das sind WLAN-Vögel. Ach Quatsch, jetzt lüg doch nicht. Doch, das stimmt. Du hast doch bestimmt schon mal einen toten Vogel gesehen, oder? Ja, hab ich. Siehst du, und der hatte sich nicht rechtzeitig aufgeladen. Bei diesem Intro konnte man jetzt deutlich sehen, dass eben gerade im jugendlichen Alter oder wenn man jünger ist als Kind, eben immer viele Fragen hat. Kinder stellen viele Fragen. Sie kommen irgendwann in diese Phase hinein, wo sie die Eltern mit Fragen löchern. Warum? Warum ist das so? Ja, kennen ja einige von euch sicherlich. Und dort fängt eben das Kind an, ein Glaubenssystem aufzubauen. Ein Glaubenssystem besteht eben aus einer Gruppe von Glaubensannahmen. Und die Glaubensannahmen sind eben interpretierte Situationen.
Und diese Interpretationen werden dann zu Glaubenssätzen und eine Gruppe an Glaubenssätzen werden dann eben zu einem Glaubenssystem. Und dieses System stützt sich gegenseitig. Widersprüche werden dann zumeist ausgeklammert und bilden dann unsere Realität bzw. beeinflussen dann die Wahrnehmung unserer Realität. Das kann man ja auch vielleicht mal in einer Diskussion beobachten. Ja. In einer Diskussion sagt eben jeder, woran er glaubt, wie er eine bestimmte Situation interpretiert und der andere interpretiert es auch noch anders und dann ist dann schnell ein heftiger Diskussionsstreit im Gange. Obwohl der eine vielleicht was ganz anderes gemeint hat, als der andere interpretiert hat. Und ja, das ist eigentlich immer so sehr mit Konfliktpotenzial beladen. Man interpretiert durch seine eigenen Filter eben ganz anders, als jemand anderes gemeint hat. Ja, also ein gutes Beispiel finde ich immer den Begriff Seele. Ja, zum Beispiel. Ne, zwei Personen unterhalten sich über die Seele, über die Unsterblichkeit der Seele, ob es eine Seele gibt und so weiter und so weiter. Aber der Begriff Seele wird unterschiedlich interpretiert und definiert. Für die einen ist die Seele eben das, was den Körper nach dem Tod verlässt. Da redet man eigentlich vom Astralkörper. Also interpretiert diese Person, dass die Seele mit dem Astralkörper gleichzusetzen wäre. Eine andere Interpretation der Seele wäre aber eben ein Teil von der Urquelle. Genau. Die unsterbliche Seele, die eben zur Erde gekommen ist und hier inkarniert hat. Und diese unterschiedliche Interpretation sorgt eigentlich immer für Diskussionsstoff, weil ja jeder den Begriff Seele anders interpretiert. Ja, der Punkt ist, dass dann eben ein Streit entsteht, weil ja jeder Seele eigentlich anders interpretiert, aber beide benutzen den gleichen Begriff. Und da ist ja eigentlich die Diskussion vorprogrammiert, obwohl viele eigentlich, die an der Diskussion beteiligt sind, eigentlich das genauso betrachten, aber eben nur andere Definitionen für andere Wörter haben. Ja, der nächstes mir aus dem Leben gegriffeneres Beispiel wäre: Schatz, ich gehe mal kurz Zigaretten holen. Und die Frau denkt sich nichts dabei. Die interpretiert das wie, er geht nur Zigaretten holen. Der Mann, die Intention des Mannes war aber, nie wiederzukommen. Ein vielleicht noch etwas praktischeres Beispiel: Schatz, wir haben noch 5.000 Euro auf dem Konto. Die Intention des Mannes oder das Gemüt dahinter ist, oh Gott, ist das wenig. Die Frau interpretiert aber, wow, 5.000 Euro. Und das sind halt schon gleich mal zwei verschiedene Interpretationen zu einer Sachlage, zu einfach nur 5.000 Euro. Dann findet die Frau, das ist ja viel, der Mann findet es sehr wenig. Und dann kann es auch schon ganz schnell zu einem Streit kommen. Wir müssen mehr arbeiten, wir müssen mehr sparen, wir müssen. Die Frau sagt, das ist doch alles gut, bleib mal gechillt. Also, da ist schon eine Interpretationsdiskrepanz. Ja, und dann kann man ja mal darüber nachdenken, wie viele Begriffe es halt so gibt in unserem Wörterbuch. Ja. Und wie die unterschiedlich interpretiert werden. Und darum in einer Diskussion kann man sagen, zu 80% streitet man sich eigentlich nur, weil man die Begriffe, die in der Diskussion verwendet werden, nur unterschiedlich interpretiert. Deshalb schlagen wir da schon vor, dass man in einer Diskussion kurz mal nachfragt, ja, hey, wie interpretierst du Seele eigentlich? Was ist Seele für dich? Ja, wie meinst du das denn? Ja, dass man das vielleicht ein bisschen abgleichen kann. Und und natürlich Shivas amüsante Beispiel mit dem Zigarettenholen, ja, da sieht man ja, wie leicht man eben etwas interpretieren kann. Man kann etwas als harmlos interpretieren, etwas als unangenehm oder gefährlich interpretieren, ganz unterschiedlich. Jedenfalls unabhängig davon, es ist immer wichtig, so für sich zu schauen, wie interpretiere ich was. Meint der andere das wirklich so, wie er das gesagt hat? Oder hat er das vielleicht ganz anders interpretiert? Und das sorgt eben dafür, dass
wir eine bestimmte Situation interpretieren und daraufhin eben einen kausalen Glaubenssatz aufbauen. Ja. Das beste Beispiel ist ja immer noch mit der Herdplatte. Ne? Wenn ich eine eingeschaltete Herdplatte berühre, dann verbrenne ich mir die Finger. Das ist ja ganz klassisch. Und das ist Kausalität. Immer wenn, dann. Und da auf diesem Prinzip basieren eigentlich die meisten Interpretationen oder Überzeugungen sogar. Ne? Irgendwann wird nämlich eine Interpretation zu einer Überzeugung, in denen eben der Verstand genügend Beweise gesammelt hat für die Interpretation, dass es dann zu einer Überzeugung wird. Das bedeutet aber nicht, dass der Verstand wirklich absolut in der Lage ist, eine Situation richtig zu interpretieren. Der Verstand hat die Aufgabe, unterschiedliche Realitäten anzuzeigen, die sich so im Umfeld befinden. Und er führt diese ganzen Realitäten auf. Und dann fängt man irgendwann an, sich für eine Realität zu entscheiden, für eine Interpretation und hält dann an der fest. Sobald man sich dazu entschieden hat, ist es dann wiederum die Aufgabe des Verstandes, die interpretierte Realität zu stärken. Mit weiteren Interpretationen, die eben dazugehören, die mit dem konform sind. Ja, ein Glaubenssystem baut sich, wie gesagt, über Jahre auf und wird immer fester. Also man kann es auch als Konstrukt bezeichnen, eine Verflechtung verschiedenster Glaubenssätze. Und je mehr Glaubenssätze dazukommen, desto fester wird auch dieses Konstrukt. Die Glaubenssätze, jeder Glaubenssatz, den du wiederholst, immer wieder, erschafft eine Neuronenverbindung im Gehirn. Und je öfter du das tust, desto stärker wird diese Neuronenverbindung. Und je mehr Punkte zu diesem Glaubenssatz dazukommen, sagen wir mal, wir nehmen mal den Veganismus. Nur weil jemand sagt, vegetarisch leben ist gesund, wirst du dich nicht dafür entscheiden, Vegetarier zu werden. Oder nur weil dir sagt jemand, Fleisch essen sei gesund, wirst du nicht gleich vom Vegetarier zum Fleischesser werden. Es braucht ein Konstrukt, ein Gesamtpaket sozusagen an Glaubenssätzen, ein gesamtes System, das dich überzeugt, das eine oder das andere zu werden. Und wenn dieses Konstrukt groß genug und stabil ist, also verfestigt wurde mit genug Beweisen für den Verstand, dann wirst du diesem oder dieser Realität folgen und diesen Weg gehen. Aber es ist dann auch umso schwieriger, so ein Konstrukt zu zerschlagen, sprich plötzlich Fleischesser zu werden, obwohl du Vegetarier warst, weil das Konstrukt so verfestigt ist und so riesig aufgebaut wurde, dass es sehr schwer ist, diese ganzen Verbindungen wieder zu kappen und sich ein neues, komplettes System aufzubauen. Und das ist eigentlich so das Problem in unserer Welt. Wir haben ja, glaube ich, ein Mensch könnte mit seinen Glaubenssätzen Bücher füllen. Man kann ja nicht nur den Hauptglaubenssatz nehmen. Zu einem Hauptglaubenssatz gehören ja noch viele kleine Nebenglaubenssätze, die den Hauptglaubenssatz untermauern. Sowas wie, es ist schwer, viel Geld zu verdienen. Und da gehört ja ein Riesenkonstrukt dazu, zu diesem kleinen Glaubenssatz. Und wir haben ja zu jedem Thema Glaubenssätze. Also ich glaube, wir könnten wirklich Bücher füllen mit unseren Glaubenssätzen. Ja, natürlich. Und uns schreiben auch immer wieder Leute an und sagen, ich will gern Millionär sein. Ich brauche 1 Million auf meinem Konto. Und dann fangen die sich an, abends ins Bett zu legen und bauen einen Glaubenssatz auf, ich habe 1 Million Euro auf meinem Konto. Ab morgen. Ne? Oder in einem Monat. Ja. Das Problem ist aber, dass dieser Glaubenssatz nicht Teil eines Glaubenssystems ist, sondern nur für sich ganz alleine steht. Das heißt also, dieser Glaubenssatz hat viel zu wenig Energie, als dass der wirklich dafür sorgen könnte, dass du nächsten Monat 1 Million auf deinem Konto hättest. Zudem fehlen dem Verstand ja auch die Beweise. Ja eben, das wollte ich gerade erwähnen. Ach so. Ne? Ja. Dem Verstand fehlt dann aber auch die Rechtfertigung. Woher kommt die Million? Genau. Wer überweist die Million?
weil auf dem Bankkonto müsste ja dann Name stehen, der dir die Million geschickt hat. Und wer sollte das sein? Und warum sollte er das tun? Und warum sollte er das tun? All diese Informationen fehlen dem Glaubenssatz. Und darum braucht man ein Paket an Glaubenssätzen, wo all diese Fragen für den Verstand geklärt sind. Und dann klappt das auch mit der Million. Ansonsten wird es sehr schwierig, diesen einzelnen Glaubenssatz anzuwenden und auch damit die Realität anzuziehen, in der es sich dann so verhält, wie man es gern hätte. Es gibt natürlich den Trick, zu fühlen, als wärst du schon ein Millionär. Aber dann musst du natürlich für eine ganze Weile deinen Verstand ruhig stellen, sodass er eben nicht immer wieder auf die alten Glaubenssätze zurückgreift. Kannst natürlich dann den neuen Glaubenssatz nehmen, ich bin morgen Millionär, und fühlst dabei, wie du all das Geld ausgibst als Millionär. Aber das ist, auch das muss geübt sein und man muss natürlich bereit sein, den Verstand ruhig zu stellen, zum Beispiel durch die Dissoziation, damit er nicht immer wieder neu interpretiert und dir all die anderen Glaubenssätze präsentiert, die deinem neuen Glaubenssatz entgegenstehen. Ja, richtig. Denn wenn man seinen Verstand benutzt, um eine bestimmte Realität anzuziehen, um einen Glaubenssatz aufzubauen, zu festigen und dann in die Realität umzusetzen und dazu den Verstand zur Hilfe nimmt, dann muss man eben ein ganzes Paket anlegen mit Glaubenssätzen, die eben alles rechtfertigen, was dann passiert. Ne, woher kommt das Geld, wer war so nett, ne, und dergleichen und so weiter. Und nur mit der Dissoziation wäre es möglich, nämlich den Verstand auszuschalten temporär, so dass er gar keine Chance hat, irgendetwas zu interpretieren, dass man dann die Realität anzieht, die schon existiert, eine alternative Realität, in der eben sich der gewünschte Betrag auf dem Konto befindet. Und ja, wenn man dann morgens aufwacht oder aus der Dissoziation wieder herauskommt, ja, dann kann man kurz auf seinem Konto nachgucken und dann dürfte der Betrag da sein. Ganz einfach deshalb, weil man dann die Realität gewechselt hat. Direkt in eine alternative Realität. Denn im Sinne der Existenz alternativer Realitäten ist es so, dass in der einen Realität deine Lieblingsfußballmannschaft verloren hat, aber in der anderen Realität hat sie gewonnen. Ja. In der anderen Realität war unentschieden und in der anderen Realität kam plötzlich ein Sturm und das Spiel musste abgepfiffen werden. So existieren also viele alternative Realitäten, Variationen der Realität, in der man sich gerade befindet und die man erlebt. Und in dieser Hinsicht verhält es sich dann so, dass eigentlich theoretisch für das Unterbewusstsein jede Realität möglich ist. Aber der Verstand, der filtert natürlich aufgrund der aufgebauten Glaubenssätze im Laufe des eigenen Lebens alles heraus, was eben mit dem eigenen Glaubenssystem nicht übereinstimmt. Und darum ist die Dissoziation natürlich so wichtig. Genau. Und zum Realitäten erschaffen ist es auf jeden Fall hilfreich oder elementar, Vertrauen zu haben. Vertrauen in die Dissoziation, Vertrauen, dass der Prozess auch klappt, Vertrauen, dass du auch die Realität erschaffst, die du dir wünschst, dass du auch die Fähigkeit hast. Also keine Selbstzweifel, die sind auch sehr hinderlich daran. Aber durch diese Dissoziation beruhigst du deinen Geist ja auch in dieser Hinsicht. Also Selbstzweifel sind hinderlich, Vertrauen ist gut. Und Dankbarkeit ist natürlich auch ein Schlüssel. Dankbar dafür zu sein, für erstens für das, was da ist und zweitens für das, was du bald haben wirst. Ja, oft fühlt sich das Ergebnis der interpretierten Realität an, als wäre es unbewusst passiert. Sprich, es fühlt sich an, als wäre es einem passiert. Wenn dir zum Beispiel die Realität, in der du dich gerade befindest, nicht gefällt, du bist unzufrieden mit deinem Job, mit deiner Partnerschaft, mit deinem Umfeld, mit deinem Haus, mit deinem finanziellen Status, dann fühlt es sich für dich so an,
als hättest du das nicht bewusst entschieden und nicht bewusst manifestiert. Es fühlt sich so an, als wäre dir das passiert. Das sind die Umstände des Lebens, die dich dahin gebracht haben. Aber dem ist nicht so. Es fühlt sich nur unbewusst an. In Wahrheit verhält es sich aber genau andersherum. Jede Entscheidung, die man trifft, ist in jedem Fall absichtlich so getroffen worden. Auch wenn einem das nicht so erscheint. Ja. Und ich sage immer gerne, Glaube ist Geschmackssache. Wir glauben nur das, was uns schmeckt. Wenn uns irgendeiner was erzählt und sagt, du kannst mir glauben, das ist so und so und so, dann ist es keine Frage dessen, ob das jetzt stimmt, wirklich die Wahrheit ist, die er von sich gibt, oder ob das nur Quatsch ist, was er da erzählt, sondern wir ermessen das, woran wir glauben und wie wir etwas interpretieren wollen, aufgrund unseres Geschmacks, nicht des physischen Schmeckens, sondern ob uns das gefällt. Denn wenn uns etwas nicht gefällt, dann neigen wir sehr stark dazu, das dann auch nicht zu glauben. Und darum, Glaube dient also nicht der Wahrheitsfindung, sondern nur des persönlichen geistigen Geschmacks, ob uns etwas gefällt oder nicht. Denn wer glaubt schon etwas, was er überhaupt nicht gut findet oder was ihm nicht in den Kram passt oder was ihm einfach nicht zusagt? Nämlich ganz selten, dass das mal passiert. Und in dem Punkt muss man eben seine eigenen Glaubenssätze auch überprüfen. Was will ich denn gerne glauben und wie verhält es sich wirklich? Natürlich kann man mit der Interpretationshilfe des Verstandes seine Realität so erschaffen, wie man möchte. Man interpretiert eine Situation und daraufhin lernt man jede Situation in Anlehnung an die Hauptinterpretation zu interpretieren und damit die Realität zu erschaffen. Ja, es ist ja auch so, dass wenn du deine Realität interpretierst und dir deine Realität nicht gefällt, obwohl du dir eine bewusste Entscheidung getroffen hast, du triffst ja in deinem Leben ständig Entscheidungen, jeden Tag, ob kleine oder große, welchen Job du nimmst, wo du hinziehst, ob du Kaffee oder Wasser trinkst, wie auch immer. Alles ist eine Entscheidung und jede Entscheidung führt dich auf einen Weg zu der Situation, wo du gerade bist. Und wenn sie dir nicht gefällt, auch wenn du das sagst, das ist unbewusst, das wollte ich nicht, hast du dir ja diese Entscheidung, die dich an diese Situation gebracht haben, bewusst entschieden, dich dahin zu bringen. Und ja, in dem Fall, wenn uns etwas nicht gefällt, neigen wir sehr schnell zum Opfer- und Täterdenken und Verhalten, anstatt eben die Verantwortung zu übernehmen für die Situation, in der wir uns gerade befinden. Ja, das ist nämlich der Punkt, der wichtige Punkt in der ganzen Geschichte, nämlich das Täter- und Opferdenken. Ja. Als Täter bekommt man nämlich dann oft, in Anführungsstrichen Täter, ein schlechtes Gewissen, dass man irgendwas getan hat, wo ein anderer wiederum Schaden davongetragen hat. Und als Opfer, was passiert, wenn man eine Situation als Opfer betrachtet? Beispielsweise, du bekommst eine Nachzahlung deiner Stromrechnung. Vom Finanzamt. Oder das Finanzamt möchte noch ein paar Tausende haben, weil die noch irgendwo einen Panzer bauen wollen oder bauen lassen wollen. Oder was weiß ich für Geschichten. Und in dieser Hinsicht ist es natürlich so, dass ein Opfer, die Opferposition, die man zu einer bestimmten Lebenssituation einnimmt, die eigene Schöpferenergie natürlich untergräbt. Ja, wie konnte mir das passieren? Ja. Und sobald man seine eigene Schöpferenergie untergräbt, wird die Schöpferenergie in dem Moment unbewusster. Man hat nicht mehr so richtig den bewussten Zugriff darauf, weil man sich ja von seinem Schöpfer in sich selbst in dem Moment distanziert. Und diese Distanzierung von seiner Schöpferkraft kann nur in einer Opferposition stattfinden. Denn ein Schöpfer erschafft seine Realität und es verhält sich nicht so, dass andere seine Realität erschaffen. Nein, weil man selbst
ist ja der Schöpfer. Und deshalb sollte man auch für seine Schöpfungen Verantwortung übernehmen und sagen, das habe ich so erschaffen und niemand anders, weil ich bin der Schöpfer. Und in dieser Hinsicht ist es also dann ungünstig, in eine Opferposition zu gehen. Denn eine Opferposition sagt einfach aus, nein, das habe ich nicht erschaffen, ich habe nicht die Schöpferkraft, so etwas zu erschaffen und mir schmeckt das auch nicht, was ich da erschaffen habe. Also glaubt man nicht daran, dass man das selbst erschaffen hat und somit kommt natürlich dann die Annahme auf, das wäre unterbewusst passiert, ohne eigenes Dazutun. Wir machen das ja auch ganz oft mit unseren Mitmenschen, dass wir die in die Opferrolle drängen, indem wir sagen, ach der Arme, ich habe Mitleid. Aber wir untergraben in dem Fall ja auch seine Schöpferkraft. Wir stellen uns als der Große dar und er ist der Arme, der es nicht auf die Reihe kriegt und es nicht gebacken kriegt, weil er ja ein armes Opfer und kein Schöpfer ist. Ja, das ist eben, diese ganze Opfer-Täter-Geschichte ist schon schwierig, aber wichtig. Ja, das muss man in sich selbst klären. Ja? Den Täter identifizieren in einem selbst und auch das Opfer. Und das natürlich dann anständig prüfen. Ja? Der Täter hat schnell ein schlechtes Gewissen, der meint dann, er müsste etwas gut machen wieder. Und das ist auch meist das Motiv für Milliarden neuer Reinkarnationen. Genau. Ja. Und die Opferposition hingegen untergräbt natürlich die eigene Schöpferkraft und darum muss das auch geprüft werden. Weil ein Schöpferwesen ist eigentlich immer Täter. Ja, richtig. Eigentlich schon. Nur ohne diesen negativen Beigeschmack, den man dem Begriff Täter vielleicht zuordnen könnte. Er ist eigentlich ein konstruktiver Täter, das Schöpferwesen. Und da ist es eben wichtig, dass man diesen Teil in sich selbst identifiziert. Und wenn es mal daneben geht, passiert immer mal wieder. Ein Schöpferwesen ist ja auch nicht endlos perfekt. Ne? Und wenn es mal daneben geht, dann Verantwortung dafür übernehmen, sagen, okay, das habe ich jetzt nicht so super erschaffen. Ne? Mal drüber lächeln. Ja. Auch wenn es nicht so toll ist, dass man dann denkt, ja, das habe ich jetzt nicht so gut hingekriegt, beim nächsten Mal wird es besser. Genau, aber es gibt keine Fehler in dem Sinne. Ne? Das darf man nicht vergessen. Von wegen, das habe ich nicht so gut hingekriegt. Alles ist ja Absicht. Also aus einem selbst heraus ist Absicht. Fehler gibt es so per se nicht. Man interpretiert es dann schon wieder als Fehler. Das habe ich nicht gut gemacht. Da wären wir wieder bei der Dualität. Gut und schlecht, negativ, positiv. Also selbst wenn du sagst oder interpretierst, das hast du nicht so gut gemacht, das war ein Fehler, ist auch das nicht ganz korrekt. Aber es hilft auf jeden Fall, mehr in die Verantwortung zu gehen. Wobei das natürlich in der Gesellschaft auch einen sehr negativen Beigeschmack gehabt oder immer noch hat. Also ich habe auch mit vielen Menschen gesprochen, die sagen, ja, Verantwortung, ja, du bist verantwortlich. Hört man ja vielleicht im Job oder so, du bist verantwortlich, dass wir jetzt hier 1 Million verloren haben. Also auch, ja, das Wort Verantwortung ist schon sehr negativ behaftet. Damit haben auch viele schon ein sehr großes Problem, was sehr schade ist. Denn Verantwortung hat mit Schöpfer zu tun und nicht mit Verpflichtung oder mit du bist schuld. Eigentlich sagen die Menschen einem nicht du bist verantwortlich, sondern du bist schuld. Und da ist ein großer Unterschied zwischen Verantwortung und Schuld. Ja, und da haben wir wieder das Problem, was wir anfangs angesprochen haben, der Begriff Verantwortung. Ne? Denn Verantwortung ist auch eine Frage dessen, wie man diesen Begriff interpretiert. Denn die einen verstehen unter Verantwortung, einen Job zu haben, ein Dach über dem Kopf zu haben und eine Familie zu haben. Also Verpflichtung eher. Richtig, also hat das gleich einen negativen Beigeschmack für manche. Die denken sich dann vielleicht, nee, so viel Verantwortung will ich gar nicht haben. Richtig. Ja. Und wir sprechen aber gerade nicht über diese Verantwortung, sondern wir sprechen über die Selbstverantwortung eines Schöpferwesens. Das heißt, man übernimmt nur Verantwortung für sich selbst und betrachtet eben die Realität, die Alltagsrealität, in der man sich befindet, als die persönliche Schöpfung, für die man eben lernen sollte, Verantwortung zu übernehmen.
Darum ist es schon sehr wichtig, weil es kann durchaus sein, durch die Worte, die wir verwendet haben, wie das Wort Verantwortung, reagieren vielleicht einige von, ich bin doch nicht bekloppt und leg mir jetzt eine Familie zu. Weil der eben das Wort Verantwortung ganz anders interpretiert, ne, als wir das vielleicht tun. Ja. Ja, bei Verantwortung geht es um die Verantwortung für seine eigenen Gefühle. Wenn du dich schlecht fühlst oder wütend, weil eine Situation ist, wie sie ist, dann hat niemand anderes deine Wut erschaffen, nur du selbst. Vielleicht gibt es Auslöser, aber wer macht denn die Wut? Die kommt ja aus dir, nicht aus dem davon gegenüber. Also deine Emotionen, für die bist du verantwortlich, für deine Handlungen, für die Situation, die du erschaffen hast, für deine Worte, die du wählst, für die bist du verantwortlich. Alles andere ist eher wird meistens fehlinterpretiert als eine Verpflichtung und nicht Verantwortung. Verantwortung ist wirklich nur das, was wir selbst erschaffen. Ja, also ein Landstreicher. Ein Landstreicher, den triffst du vielleicht irgendwo im Wald und er sitzt da auf einer Bank. Die Leute lieben es, wenn krank durchs Ja. Bild geht. Und sitzt da auf der Bank und in dem Falle setzt ihr euch zu ihm und er sagt euch, ja, also ich habe meinen Job gekündigt, ich habe mein Haus verkauft, mein Auto verkauft, ich habe das Leben auf der Straße gewählt und ich bin ganz glücklich damit, dass ich auf diese Weise aus diesem ganzen System ausgestiegen bin. Ja, übernimmt dieser Landstreicher Verantwortung für sein Leben? Absolut, würde ich sagen. Ja, richtig. Er übernimmt Verantwortung für seine Realität, weil er sich dazu entschieden hat und auch weiß, dass alles, was danach passiert ist, eben in seiner Verantwortung lag. Weil er sich dafür entschieden hat, diesen Weg zu gehen. Richtig. Und das bedeutet also, jemand, der Verantwortung übernimmt, das bedeutet noch lange nicht, dass der dann irgendwie viel Geld hätte oder ein Haus und Familie haben muss. Das hat also nichts damit zu tun. Und darum ist es wichtig, dass man eben auch in einer Diskussion klar macht, dass man zwischen Verantwortung und Selbstverantwortung eben einen Unterschied zieht, damit niemand anders einen dann falsch versteht. Genau, wichtig. Ja, dann kommen wir jetzt zu unserem letzten Punkt. Unser letzter Punkt wäre die Lösung. Wie erschafft man seine Realität wirklich effektiv aus seiner eigenen Schöpferkraft und Verantwortung heraus? Ja, eine gute Frage. Wie erschafft man seine Realität nun selbst? Da gibt es ja verschiedene Ansätze. Am besten wäre natürlich eine Kombination aus allem, denn so erschafft man die Realität wirklich effektiv. Ich würde sagen, als erstes ist natürlich nötig, seine eigenen Glaubenssätze mal zu identifizieren, indem man zum Beispiel sich ein Thema wählt, wie zum Beispiel das Thema Geld, Beziehung, Beruf, irgendein Thema, mit dem man nicht glücklich ist und seine Glaubenssätze dazu aufschreibt. Das wird sicherlich eine ewig lange Liste, aber ist grundsätzlich erstmal nötig, um herauszufinden, woran glaube ich eigentlich wirklich? Ja, klar. Ne? Mhm. Streck den Leuten nicht noch den Arsch in die Kamera. Also jetzt kannst du wieder mal dran. Ja, Okay. da kannst du sitzen bleiben, ja. Ja, daher ist es wichtig, erst einmal die Fehlinterpretationen zu identifizieren. Ganz klassisches Beispiel ist natürlich, sich eine Liste aufzustellen, wo links die positiven Glaubensannahmen sind. Dazu gehören auch Meinungen, Interpretationen, auch Überzeugungen. Die kann man alle auf der linken Seite aufschreiben. Da schreibt man die positiven auf. In der Mitte schreibt man die auf, die eher so einen neutralen Charakter haben. Und auf der rechten Seite schreibt man seine negativen Glaubenssätze auf. Und da kann man erstmal eine ganze Liste machen, damit man sich seine Glaubenssätze bewusst macht. Und wenn man die durch hat, dann nimmt man die negativen Glaubenssätze, schreibt sie links auf ein neues Blatt oder an eurem PC oder wo auch immer und schreibt dann rechts dazu, wie wohl der positive Glaubenssatz dazu klingen könnte.
Wichtig dabei ist immer gegenwärtig formulieren und konstruktiv formulieren. Keine Verneinungen einbauen. Ja, eine andere Möglichkeit, die du mir damals auch noch vorgeschlagen hast, tapezier dein Zimmer mit weißer Tapete, also welche, die du vielleicht wieder auch abnehmen kannst, und mach Brainstorming mit deinen Glaubenssätzen. Schreib einen Hauptglaubenssatz an einer Stelle in die Mitte und drumherum die Nebenglaubenssätze, noch weiter drumherum dann die positiv formulierten Glaubenssätze und so weiter. So kannst du irgendwie dein ganzes Zimmer brainstormen mit deinen Glaubenssätzen in verschiedene Kategorien aufteilen, wenn du zum Beispiel zumindest sowas über hast wie eine Art Meditationszimmer oder einen Keller oder so. Und ja, das hilft auch sehr, sich zurechtzufinden in seinem eigenen Kopf. Ja, und natürlich sollte man auch seine Glaubenssätze vielleicht irgendwie mathematisch ordnen. Genau, thematisch. Das ist gut, ne? Also zum Thema Gesundheit, dass man eben alle ordnet, die mit der Gesundheit des Körpers zu tun haben, mit der Gesundheit der Psyche zu tun haben, die mit dem Finanziellen zu tun haben, mit Beruf, mit Partnerschaft Familie, und so weiter und so Eltern, weiter. ganz wichtig. Ja, dass man da erstmal so einen Überblick bekommt und wirklich dann erstmal schauen kann das alles wirklich so stimmen? Wie bin ich zu diesem oder jenen Glaubenssatz überhaupt gekommen? Ja, hat er überhaupt noch Relevanz jetzt in meinem Leben? Ja, also das ist eben Glaubenssatzarbeit, die ist etwas aufwendig, das ist richtig. Ne? Ja, weil viele Glaubenssätze kriegt man jetzt in der Kindheit oder in der Jugend eingetrichtert, aber mit 40 oder 50 haben die zum Beispiel überhaupt gar keine Relevanz mehr, weil das ja vielleicht 40 Jahre her ist. Die haben ja nichts mit dem jetzigen aktuellen Leben mehr zu tun. Und das muss man auch mal herausfiltern und aufschlüsseln, welche Relevanz haben meine alten Glaubenssätze wirklich noch, haben die wirklich noch mit meinem Jetzt-Leben zu tun. Man ist ja erwachsen geworden, hat sein eigenes Leben gelebt, man lebt nicht mehr basierend auf den Eltern. Da muss man wirklich auch mal schauen, ja, trifft das noch zu, was damals vielleicht angeblich mal zugetroffen hat. Und das ist auch ganz wichtig, Altes auszumisten. Ja, auf jeden Fall, weil unsere Eltern haben ja immer zu uns gesagt, ja Kind, wenn du eine Straße überqueren möchtest, dann stell dich an den Rand des Bordsteins, schau nach links zuerst und dann nach rechts und dann darfst du über die Straße gehen, falls kein Auto in Sicht ist. Ja. Macht man ja heute auch nicht mehr. Aber heutzutage sieht das doch anders aus. Man geht einfach mal so drüber. Ach so, ja, das stimmt natürlich. Ne? Das meine ich jetzt. Du meinst nicht so ganz straff. Nein, das stimmt. Ja, eben. Oder viele gucken ja auch gar nicht, sondern gehen einfach nach Gefühl drüber. Ja. Ne? Oder manche gehen übers Gehör. Ne? Ja. Die hören nichts, also kommt auch kein Auto, kann ich rüberlaufen. Ja. Ja. Oder wenn deine Eltern dir gesagt haben, an der Ampel stehen, ne, stellst dich an den Rand des Bordsteins und wartest, bis die Ampel von Rot auf Grün umspringt. Macht ja heute auch nicht mehr jeder. Ja. Der geht nämlich einfach rot. Ne? Ja, oder tritt gegen die Ampel, bis er ausgeht. Gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten, die man da nutzen kann. Also das zeigt, damit will ich einfach nur sagen, es gibt eben Glaubenssätze, die wir in der Kindheit bekommen haben und heute vielleicht keine Relevanz mehr haben oder ganz anders interpretiert werden als vielleicht damals. Ne? Ja, vor allen Dingen die Eltern haben ja auch in ganz anderen Zeiten gelebt als wir heutzutage. Ne? Ja. Oder mit dem Essen. Ne? Als Kind hat man Spinat vielleicht gar nicht gemocht. Und später fing man dann plötzlich an, Spinat doch zu mögen. Ne? Warum? Warum hat sich dieser Glaubenssatz geändert? Und da kann man eben schon Rückschlüsse auf sein eigenes Glaubenssystem untersuchen und auch feststellen, warum sich das eine oder andere geändert hat. Das ist übrigens immer ein Wechsel von Realitäten, falls wir das noch nicht erwähnt haben. Wenn du plötzlich Spinat magst, obwohl du es in deinem Leben nie mochtest, aber ganz plötzlich, zack, liebst du Spinat. Das ist mal ein guter Hinweis, dass du die Realität gewechselt hast, Ja. auch wenn du sie jetzt nicht forciert gewechselt hast. Jede Veränderung eines Glaubenssatzes oder einer Überzeugung hat zur Folge, dass ein Realitätswechsel stattfindet.
Genau. Es gibt halt minimale Realitätswechsel und auch größere Realitätswechsel. Also, dass man jetzt plötzlich Spinat doch toll findet, wäre ein minimaler Realitätswechsel. Weil alle anderen Elemente in der Realität bleiben weiterhin bestehen. Ja. Du hast immer noch die gleichen Eltern, die gleichen Freunde, du hast die gleiche Wohnung, du hast den gleichen Job, du hast den gleichen Partner und so weiter und so weiter. Ein größerer Realitätswechsel könnte dann auch diese Elemente ändern. Ja. Und das macht die spirituelle Dissoziation ja auch ein bisschen, riskant. Ja, richtig. Ne, weil wer damit übertreibt, der kann durchaus einen größeren Realitätssprung machen, in dem plötzlich der Partner ganz anders aussieht als vorher. Oder in dem man dann plötzlich einen anderen Job hat oder andere Freunde. Das kommt aber sehr selten vor. Ansonsten kann man die spirituelle Dissoziation hervorragend dazu nutzen, um eine Realität zu verändern, beziehungsweise um minimale Realitätsverschiebungen zu erzeugen. Und das ist eben nur mit der spirituellen Dissoziation möglich. Also zum Beispiel ein Job- oder Partnerwechsel, wenn du gerade mit dem alten Job nicht so zufrieden bist, wünschst dir einen neuen Job, dann dissoziierst du darüber, welchen neuen Job du haben möchtest oder sowas, ja. Richtig. Und dazu brauchst du eigentlich nur dreimal sagen, was du willst. Ich will ein neues Auto. Und dann dissoziiert man, sagen wir mal so, würde ich sagen, 1 Minute am Stück oder 2 Minuten am Stück dissoziieren. Und je nachdem, wie viel Energie dann die Realität erhalten hat, in der du bereits das neue Auto besitzt, beziehungsweise wie es dazu kommt, dass du das neue Auto erhältst, entscheidet darüber, wie lange das dauern wird. Eventuell, wenn du die Realität direkt wechselst, dann steht das Auto direkt vor deiner Tür. Wenn du jedoch die Realität nicht direkt wechselst, sondern nur so peu à peu, dann kann es vielleicht Wochen oder Monate dauern, bis das Auto vor der Tür steht. Ja. Und wenn du die Dissoziation unterstützen möchtest, bieten wir dir jetzt noch ein paar andere Möglichkeiten, um schneller zu deinem Auto zu kommen. Zum Beispiel durch Affirmationen, die du dir jeden Tag immer wieder sagst. Vielleicht sprichst du dir die Affirmation auch aufs Handy oder auf einen MP3-Player, hörst du dir die ganze Nacht über an, lässt sie tagsüber laufen. Wichtig ist auch zu fühlen, dass die Realität schon eingetreten ist. Also du hast schon das neue Auto, du fühlst dich, wow, jetzt gleich gehe ich runter zu einem neuen Auto. Du handelst so, als hättest du dieses neue Auto schon. Also fühlen und danach handeln ist auch sehr wichtig, um einen Realitätswechsel zu begünstigen und damit natürlich auch die Dissoziation zu begünstigen, weil du natürlich mit jeder Affirmation, mit jedem Gefühl und mit jeder Handlung dieser Realität auch Energie zufütterst, zusätzlich zur Dissoziation. Und worauf du eben deine Aufmerksamkeit lenkst, das erschaffst du ja auch. Also möglichst alle Energie, den ganzen Fokus auf die Realität legen, die du gerne haben möchtest. Ja, darum, wenn du über die Glaubenssätze arbeitest und nicht mit der spirituellen Dissoziation, ist es wichtig, dass nicht nur ein Glaubenssatz da allein im Raum steht, sondern du brauchst mehrere Glaubenssätze, die sich gegenseitig unterstützen und eben ein System ergeben, das jede Rechtfertigung für den Verstand erfüllt. Ne? Wenn du dir deine Millionen auf deinem Bankkonto wünschst, dann muss auch klar sein, von wem die kommt, warum du die bekommst, was du dafür getan hast und so weiter und so weiter. Und das gilt dann auch für alles andere, ne? Auch bei Partnerschaften. Ne? Wenn du total heiß auf Heike bist von nebenan, ne? Und du willst die unbedingt als Partnerin haben, ja, dann muss auch klar sein für den Verstand, wie kommt es bei Heike zu dem Gesinnungswandel? Ne? Warum findet dich Heike plötzlich toll, wenn sie dich vorher mal mit Tomaten beworfen hat? Und so weiter. Ne? Das muss also alles stimmig sein, wenn du mit den Glaubenssätzen arbeitest. Und je stimmiger das ist, desto schneller erfüllt sich dann auch diese Realität.
Und bei der spirituellen Dissoziation, ja, wie gesagt, da kommt es darauf an, wie viel Energie du investierst. Das heißt, wie viel Energie erreichst du durch die Anwendung der Dissoziation, um eben in diese Realität wechseln zu können. Entweder langsam, durch minimale Realitätsverschiebungen in die Realität, wo du hin willst, oder ob du so viel Energie da reinhaust, dass du wirklich mit einem Schlag in diese Realität landest. Ja, und zum Abschluss können wir nur sagen, der Schlüssel für eine gute Realität, die du erschaffen hast, ist wie gesagt Verantwortung für deine Realität übernehmen, Vertrauen haben Ja. und Dankbarkeit. Das sind die 3 Schlüssel für deine Realität, egal wie du sie dir erschaffst. In dem Sinne würde ich sagen, ist das Video hiermit zu Ende. Ja, und wer sich näher mit dem Thema die Matrix befassen möchte und keine Lust hat, jetzt erstmal alle unsere 200 YouTube-Videos durchzuschauen, um zu den richtigen Erkenntnissen oder Aha-Erlebnissen zu kommen, dem empfehlen wir unseren kostenfreien Einsteigerkurs Die Matrix. Den findet ihr auf www.matrixa.com. Da könnt ihr euch einfach registrieren und an unserem kostenlosen Einsteigerseminar Die Matrix teilnehmen. Das ist ein 8,5 Stunden Seminar und ja, beinhaltet alle unsere wichtigsten Videos und Themen rund um die Matrix. Ja, für all jene, die mal gesagt haben, Mann, bringt doch mal einen kostenlosen Kurs raus. Ne? Den Gefallen haben wir jetzt euch getan, die da immer schon hinterher waren. Ein kostenloser Einsteigerkurs, die Matrix und die Lichtfalle. Genau, ist für euch ausgewählt und zusammengestellt. Ja, jeder, der eben auf unsere Webseite matrixa.com kommt, ne? Matrixa.com, ne? Der kann sich da anmelden und kann dann gleich loslegen mit dem Kurs. Kostenfrei, kostet keinen Pfennig, nichts. Ne? Kein Pfennig nicht. Nee, nix, Okay, ne? wundervoll. Ja, genau. Ja, ihr Lieben, dann machen wir mal den Standard. Hier abonniert unseren Kanal und drückt auf die Glocke und all die Geschichten. Gebt uns ein Like. Genau, und du hier, ne, du hast jetzt so lange dabei gesessen, du kannst auch sagen Tschüss. Ciao. Tschüss, bis zum nächsten Video. Ciao.